Ralf, Jawohl. die allgemeinen Methoden des IQWiC sind die Grundlage, sind die Basis für die Arbeit hier bei uns. Du bist seit dem ersten Tag, seit der Gründung des Instituts für die Methoden verantwortlich. Rückblickend, was würdest du sagen, was sind aus heutiger Sicht die wichtigsten Methodenpapiere gewesen? Ja, wichtig ist, dass es überhaupt ein Methodenpapier gibt, wo wir transparent darstellen, wonach wir arbeiten. Dann hat natürlich die allererste Version auch eine herausragende Rolle, weil damals war das Institut neu, gab viele Diskussionen. Wichtig und ich glaube auch erstaunlich für alle war damals, wie schnell dann auch diese erste Version des Methodenpapiers des Instituts kam. Also wir haben ja im Oktober 2004 angefangen, März 2005 das erste Methodenpapier zu publizieren. Ja, das war schon eine stramme Leistung damals. Welche Version in den Folgejahren würdest du hier noch hervorheben wollen? Das wäre sicherlich die Version 4.0, weil der Hintergrund war damals das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz. Im Methodenpapier mussten wir diesen Vorgang der frühen Nutzenbewertung dann eben neu beschreiben und darstellen, wie wir das Ausmaß des Zusatznutzens denn bewerten, was dann eine neue Aufgabe war. Seit der frühen Nutzenbewertung kriegen wir also von den Herstellern ein Dossier nach dem anderen, also mit Auftragszahlen, mit über 100 Dossiers pro Jahr. Einer der Anlässe für die Version 5.0, Themencheck Medizin. Dieser Themencheck ist eine Möglichkeit, dass auf Vorschlag von Bürgerinnen und Bürgern des Landes eben HTA-Berichte erstellt werden. Zwar in diesem Fall nicht direkt durch das Institut, sondern durch externe Sachverständige. Das IQWiC hat aber die Aufgabe, sozusagen die Erstellung dieses Reports sozusagen zu überwachen. Ich habe mir für 2017 noch rausgesucht, also für die Version 5.0, das schöne Stichwort Knapp-Hartung-Methode, für mich als Nicht-Statistiker, weil es so ein schöner Begriff auch ist. Magst du mal kurz erläutern, was das ist? Ja, ich versuche es gerne. Also Knapp-Hartung-Methode ist eine neue Methode, um Meta-Analysen zu berechnen. Meta-Analysen ist die Zusammenfassung der Ergebnisse mehrerer Studien. Ist also Standard in der evidenzbasierten Medizin. Nach vielen internationalen Diskussionen, wo man festgestellt hat, die bisherige Standardmethode ist eigentlich gar nicht gut. Man sollte doch eher diese Knapp-Hartung-Methode benutzen. Nur gemacht hat es irgendwie keiner. Und wir waren meines Wissens die erste größere Organisation, die diese Empfehlung, die es auch schon länger gibt, tatsächlich systematisch umgesetzt hat. Studien liefern Ergebnisse mit Schätzunsicherheiten. In der Meta-Analyse, wo man diese Ergebnisse zusammenfasst, werden natürlich die Schätzungen dieser Variabilitäten, Unsicherheiten verwendet, aber nicht die Tatsache, dass diese geschätzt werden. Ich weiß nicht, ob das halbwegs verständlich ist. Also die Knapp-Hartung-Methode ist jedenfalls eine Methode, die auch in der finalen Berechnung des Behandlungseffekts, das ist ja das Hauptziel der Meta-Analyse, Erkenntnis zu gewinnen, gibt es einen Behandlungseffekt und wie groß ist dieser, dass bei dieser Schätzung die Tatsache, dass die Variabilitäten auch geschätzt werden, dass das adäquat berücksichtigt wird. Die entsprechenden Konfidenzintervalle, also Unsicherheitsbereiche um den geschätzten Behandlungseffekt, werden dadurch größer, aber das entspricht dann eben eher der tatsächlichen Unsicherheit, die man bei dieser Aussage hat. Vielleicht springen wir mal kurz durch die Jahre. Genau. 2020? Ja, da waren es die Mindestmengen als neue Aufträge. Das war dann die Version 6.0 sind wir dann schon. Dann danach kamen die Evidenzrecherchen, also dass wir sozusagen Evidenzberichte zur Unterstützung der Leitliniengruppen machen. Das war, glaube ich, genau die Version 6.1. Jetzt in der letzten Version 7.0 kamen dann noch die anwendungsbegleitenden Datenerhebungen dazu. Dann schauen wir vielleicht abschließend kurz in die Zukunft. Wann gibt es das Methodenpapier 8.0 und ist schon ersichtlich, was vielleicht da an Dingen hineinkommt? Also was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir die Einbindung von Betroffenen nochmal systematisch angehen und dort einen neuen Abschnitt schreiben. Also im Moment ist das so ein bisschen bestreut. Überall steht mal so ein bisschen,
Das wollen wir zusammenfassen, ist aber eine finale Version, also frühestens im nächsten Jahr. Alles klar, vielen Dank, super. Bitte.